Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal werde ich euch zeigen, wie man selber einen doppelten Adventskranz machen kann. Als Basis werde ich Stacheldrahtpflanzer und Zypressenzapfen verwenden. Ja, und für diesen Adventskranz benötigt ihr wiederum 2 Strohkränze. In meinem Fall haben die jetzt einen Außendurchmesser von jeweils 30 cm. Ich werde jetzt als erstes Bindedraht an meinem ersten Strohkranz befestigen. Ist jetzt auch vollkommen egal, an welcher Stelle eures Kranzes ihr den Bindedraht befestigt. Und den Anfang vom Bindedraht, den stecke ich jetzt hier einfach in meinen Kranz hinein. Und um diesen Kranz wird jetzt wiederum Moos gewickelt werden. Das ist jetzt ganz altes Moos in meinem Fall, also da müsst ihr jetzt wirklich kein frisches Moos für verwenden. Das dient letzten Endes, ja, wie soll ich sagen, als Lückenfüller und nochmal als Befestigung nachher. Und hier oben drauf wird kein Moos drumherum gewickelt werden. Und das wird auch nur so ein Hauch unten drunter mit drum gewickelt werden. Ich sag mal hier so 1 Zentimeter unterhalb des Kranzes. Lege ich mir jetzt auf meinen Bindedraht und wickel das jetzt mit meinem Bindedraht fest. Mal eben justieren. Zack. Das wäre jetzt auch zu schade, wenn ihr so richtig knackig grünes Moos dafür verwenden würdet. Das ist jetzt echt unnötig. Das nächste Moos lege ich jetzt etwas überlappend auf das vorherige Moos und wickel das auch wieder fest. Und das mache ich jetzt komplett um den ganzen Kranz drumherum. Jetzt schneide ich den Bindedraht ab, drehe meinen Kranz um und verwebe den Bindedraht mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Verfricke das auch miteinander und stecke auch da das Ende des Bindedrahts in den Kranz hinein. Aber wie schon bereits erwähnt, das wäre jetzt echt zu schade, da super frisches Moos für zu verwenden. Das dient jetzt nachher wirklich nur zum Lückenfüllen. Ne? Werdet ihr ja nachher sehen, warum das da drumherum gewickelt ist. Jetzt kommt schon mein zweiter Strohkranz zum Einsatz. Da befestige ich jetzt auch an irgendeiner Stelle meinen Bindedraht. Zack, zack, zack. Wenn euch der Bindedraht mal ausgehen sollte während des Wickelns, dann macht da einfach wieder neuen Bindedraht dran. Passiert mir auch manchmal, dass der Draht dann doch nicht ausreicht. So, jetzt wechsle ich mal für euch die Perspektive und mache hier mal den Arbeitstisch ein bisschen sauber. Nun schneide ich meine Stacheldrahtpflanze, die wird jetzt in meinem Fall hier ganz unten abgeschnitten werden. Und daraus werde ich mir jetzt gleich kleine Bündel formen. Ups, die wollte ich jetzt nicht wegschmeißen. Ich nehme das jetzt hier erst einmal so auseinander. Das wäre aber jetzt für meine Zwecke noch zu groß. Wenn ich jetzt solche Riesenstückchen hier dran wickeln würde. Ich möchte das jetzt so ein bisschen filigraner haben und von daher wird das jetzt hier auch noch mal ein bisschen kleiner geschnitten werden. So, jetzt mal eben einmal selber gucken, auseinanderfriemeln. Ich werde auch ich werde auch in der Videobeschreibung eintragen, wie viele Pflanzen ich genau benötigt hatte. So, jetzt mache ich mir daraus so kleine Bündel, habe ich ja bereits, glaube ich, schon erwähnt. Das hier können wir jetzt ein bisschen einkürzen. Das soll nachher so eine Länge haben, ich sag mal so im Schnitt. Ja, was haben wir denn hier? Kleinen Moment. Ja, so in etwa bis zu 13 cm lang soll das dann sein, das Bündel. Da ist der Bindedraht. Bündel habe ich hier bereits in der Hand. Leg mir das jetzt hier drauf. Und das wird jetzt einfach festgewickelt werden. Also das Bündel Stacheldrahtpflanze. Ich werde jetzt immer mit 3 Bündeln arbeiten. Und ich würde auch immer zweimal drumherum wickeln, dann hält das Ganze besser. So. Jetzt kommt das nächste Bündel dahin und dann auch die Innenseite von meinem Kranz wird auch mitgestaltet werden. Ich nehme mir jetzt wieder ein bisschen Stacheldrahtpflanze. Und dann achte ich aber auch immer darauf, dass man hier nicht mehr diesen Strohkranz irgendwie erkennen kann. Das hier kann noch weg, das brauche ich nicht. Leg mir das jetzt hier an die Seite von meinem Kranz. Und wickel das auch wieder mit meinem Bindedraht fest. Na, ich bin hier gerade einmal falsch rum. So rum. Ich achte jetzt auch immer darauf, dass das hier am Ende so einigermaßen gleichmäßig abschließt. Und das nächste Bündel oder vielmehr die nächste Reihe hier wird jetzt versetzt nach unten hin eingearbeitet werden. Ich muss ja auch irgendwie um meinen Kranz komplett drumherum kommen. Wickel das auch wieder mit meinem Bindedraht fest. Ja, und dann halt wie gesagt immer darauf achten, dass man hier nirgendwo mehr den Strohkranz erkennen kann. Wenn man das nachher noch erkennen sollte, ist eigentlich auch nicht so schlimm,
dann kann man noch nachträglich immer Stacheldrahtpflanze dann einarbeiten. Na, aber ich würde jetzt von vornherein schon mal drauf achten. An der Innenseite eures Kranzes könnt ihr auch ruhig mal kürzeres Grün verwenden. Und ich werde jetzt hier einmal die Innenseite auslassen und stattdessen noch einmal mehr an der Außenseite des Kranzes arbeiten. Aber an der Innenseite des Kranzes braucht man ja auch weniger Grün als an der Außenseite. Ja, wobei ich glaube, ich werde sogar jetzt noch zweimal Grün an der Außenseite befestigen. Ich nehme das jetzt hier auch schon mal so ein bisschen auseinander, damit ich den Anfang meines Kranzes jetzt hier nicht mit festwickel. Jetzt mache ich mir mal gleich wieder ein kleines Bündel fertig. Und dann ist jetzt auch schon fast der Abschluss dran. So, zack, zack, zack. Ja, hier kann jetzt auch noch mal was hin. Ich hebe aber jetzt das, ups, ich kriege gerade Hunger. Ich hebe aber jetzt den Anfang meines Kranzes auch schon an und platziere das Grün unterhalb des Anfangs meines Kranzes. Das hebe ich jetzt auch an, justiere erst einmal meinen Draht. Mein Gott, jetzt kriege ich aber wirklich Kohldampf. Ist jetzt auch ein bisschen friemelig. Sonst macht ihr das einfach mal zu zweit. So, zweimal drumherum wickeln. Ich hoffe, mein Bindedraht reicht jetzt. Ja, ansonsten wickel ich jetzt noch mal 9 dran. Jetzt mache ich mir mal eben hier den Rest fertig. Ich denke, das sind jetzt auch die letzten 3 Bündel Grün. Heb den Anfang meines Kranzes wieder an. Ich mache jetzt auch erst einmal hier die Innenseite fertig und wickel das mit meinem Bindedraht fest. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, ob ich hier nur noch einmal drumherum wickeln werde, weil das ist wirklich ein bisschen friemelig. Das nächste Bündel. Anfang des Kranzes wieder anheben und da so drunter schieben. Mal eben hier so ein bisschen justieren. Hier ist der Anfang. Mal eben auseinander machen. Mein Gott, jetzt kriege ich aber einen Kohldampf. Hilfe. Gut stramm ziehen. Und jetzt hier noch die Außenseite. Na, mal eben hier justieren. Auseinandernehmen. Drunter schieben. Bevor ich jetzt festwickel, kontrolliere ich hier nochmal, ob das alles jetzt so passt. Ja, aber wenn da jetzt ein bisschen was fehlen sollte, dann einfach noch nachträglich Grün einarbeiten. So. Gucken. Und gut festziehen. Ja, und jetzt webe ich zwischen dem Grün hier so entlang. Ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen auseinander. Ein letztes Mal gucke ich jetzt nochmal. Ja, das passt schon mal. Drehe den Kranz jetzt um. Schneide den Bindedraht jetzt mal ab. So, muss jetzt der Anfang, das Ende. Und verwebt den Bindedraht auch mit dem bereits dran gewickelten Kranz, so wie bei dem ersten Kranz. So, und jetzt kann man sich auch mal Gedanken machen, ob dieser Kranz einem zu plüschig sein sollte. Ich muss jetzt ehrlich gesagt selber auch noch überlegen, ob ich nochmal mit einem silbernen, feinen Draht drumherum wickeln werde. Den würde ich dann, wenn ich das machen sollte, hier einfach an dem bereits dran gewickelten Bindedraht befestigen und dann mal vorsichtig drumherum wickeln. Aber ich überlege jetzt selber nochmal. Ich werde jetzt doch noch einmal drumherum wickeln und diesmal mit einem feinen silbernen Bindedraht. Ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe nehmen, aber für meine Zwecke ist mir der Kranz jetzt noch ein bisschen zu plüschig. Und dann liegt das Ganze gleich noch ein bisschen mehr an. Aber ist letzten Endes sowieso immer alles Geschmackssache. Kann auch gut möglich sein, dass ich noch zweimal mit diesem feinen Bindedraht drumherum wickeln werde. Ich weiß es jetzt an dieser Stelle selber noch nicht. Den feinen Bindedraht habe ich jetzt auch verwebt mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Ja, und so gefällt mir das Ganze aber jetzt auf jeden Fall besser. Jetzt muss ich mal als nächstes meine Heißklebepistole holen und dann werden die beiden Kränze miteinander verbunden werden. Den Stacheldrahtpflanzenkranz drehe ich jetzt um und platziere darunter meinen Mooskranz. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass die Abstände hier im äußeren Bereich so einigermaßen gleichmäßig sind. Ja, und wenn das Ganze dann passen sollte, wird er noch mit Draht verbunden werden. Vielmehr die beiden Kränze werden mit Draht verbunden werden. Mein Draht hat jetzt eine Stärke von 2 mm. Messe das jetzt hier mal so grob ab. Schneide mir das zurecht. Zack. Na, nicht wegfliegen. Und jetzt stecke ich den Draht hier einfach so zwischen die Kränze hinein. Dann verrutscht das nachher nicht beim weiteren Arbeiten. Gehst du denn wohl da rein?
Die Kränze sind jetzt miteinander verbunden und somit können sie auch nicht mehr verrutschen. Ja, und im nächsten Schritt werde ich jetzt mit der Heißklebepistole an dem Mooskranz Zypressenzapfen befestigen. Das meiste habe ich jetzt geschafft und im nächsten Schritt werde ich die Zwischenräume der Zapfen bekleben. Unter anderem mit weiteren Zapfen, Sternanis und dann habe ich hier diese getrockneten Cotton Pods. Bisher habe ich ja vom unteren Kranz nur die Außenseite gestaltet, bleibt aber auch noch die Innenseite. Da werde ich jetzt keine Zapfen einarbeiten. Ich werde es mir jetzt ein bisschen einfacher machen, indem ich hier ganz unten Stacheldrahtpflanze mit der Heißklebepistole befestigen werde. Man könnte jetzt natürlich auch mit Zapfen arbeiten, aber das wäre mir jetzt zu friemelig. Da mache ich jetzt auch einfach mal ordentlich Heißkleber drauf auf die Stacheldrahtpflanze. Jetzt muss man natürlich ein bisschen auf seine Finger aufpassen und drückt das Ganze jetzt mal an, bis ich halt merke, das hält. Aber man würde den unbedeckten Strohkranz von innen, ehrlich gesagt, auch nur dann sehen, wenn man so direkt von oben auf den Kranz herabblickt. Die Stacheldrahtpflanze im unteren Bereich wird jetzt noch zusätzlich mit Krampen befestigt werden und dann sollte das normalerweise richtig gut halten. Ich frage mich jetzt gerade selber, warum ich gerade überhaupt mit der Heißklebepistole die Stacheldrahtpflanze erst befestigt habe, weil ich hätte ja auch sofort die Krampen verwenden können. Aber gut, ist jetzt auch wurscht. Und dann werden jetzt als nächstes diese Teelichtgläser auf meinem Kranz platziert werden. Da kommt gleich ordentlich Heißkleber drunter und dann werde ich das so richtig an den Kranz andrücken, damit die nachher auch ja, gut auf dem Kranz halten. Wenn die Gläser bei euch jetzt ein bisschen krumm sein sollten, wie bei mir auch, dann könnt ihr jetzt Stacheldrahtpflanze einarbeiten. Die wird jetzt nur noch in den Kranz hineingesteckt und dann stopfe ich die aber auch so ein bisschen unter die Gläser. Halt an den Stellen, wo sie so, ich sag mal, absacken. Der obere Kranz wird jetzt noch weiter dekoriert werden. Zusätzlich kommen jetzt noch kleine Sterne zum Einsatz, welche ich mit der Heißklebepistole befestigen werde. Und dann hatte ich mir vorgestellt, noch diesen ganz großen Stern einzuarbeiten. Da muss ich aber mal gleich gucken, ob ich das hier mit einer Krampe befestigen werde oder vielleicht auch mit Heißkleber hier im unteren Bereich. Ich muss jetzt nur noch meine Teelichter platzieren und dann bin ich fertig mit meinem Kranz. Wer möchte, kann auch noch eine Lichterkette hier an der Stacheldrahtpflanze einarbeiten. Das werde ich jetzt allerdings nicht machen. Bis zum ersten Advent werde ich meinen Kranz hier in der unbeheizten Werkstatt lassen und ich werde ihn täglich mit Wasser besprühen, dann bleibt das Grün noch mal länger frisch. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!